gemacht und ich möchte allen die Hoffnung geben und auch Hoffnung machen, die in der ähnlichen Situation sind, die lange auf die Baugenehmigung warten. Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu unserem Hausbau am Starnberger See. Es gibt heute ein ganz wichtiges Update für euch. Wir haben die Baugenehmigung und ich habe den Titel mal nicht umsonst so genannt: Katastrophe mit Happy End. Das muss ich echt sagen. Katastrophe mit Happy End, weil wir haben jetzt über 6 Monate auf die Baugenehmigung gewartet. Und ich kann jedem von euch den Tipp geben, wer vielleicht jetzt in Deutschland, in der Region München, in der Seenregion baut. Schaut euch diesen Artikel, diesen Beitrag bis zu Ende an, weil hier steckt so viel drin und wir haben echt wahnsinnig viel erlebt in der Zeit, viel durchgemacht und ich möchte allen die Hoffnung geben und auch Hoffnung machen, die in der ähnlichen Situation sind, die lange auf die Baugenehmigung warten und am Ende geht es dann doch, wir haben jetzt die Baugenehmigung. So, die kann ich euch ganz kurz einblenden, dass ihr mal seht. So, ich schilder euch jetzt mal die ganzen Vorgänge, wie das Ganze abgelaufen ist, damit ihr auch mal versteht, was passieren kann. Das ist vielleicht jetzt bei uns ein Sonderfall, dass es über 6 Monate gedauert hat. Okay, wie funktioniert das Ganze? Wir haben damals am Anfang mit BSM-Architekten, wir haben einen Entwurf gehabt, den haben wir eingereicht bei der Gemeinde Berg am Starnberger See. Ich betone es jetzt mal so, weil es die Gemeinde ist. So, und die Gemeinde hat daraufhin, das war im November 2020, die hat dann gesagt, das Ganze gefällt uns nicht. Wir geben das jetzt an das Landratsamt Starnberg, das ist die untere Baubehörde, geben wir weiter. Weil ihr müsst verstehen, wenn ihr eine Baugenehmigung haben wollt, bekommt ihr sie immer vom Landratsamt, die unterste Baubehörde, ne? Immer, egal wo ihr in Deutschland seid. So funktioniert das Ganze. Ja, und das war ziemlich aufregend und die Gemeinde hat damals nicht dem ganzen Bauvorhaben zugestimmt, obwohl wir eigentlich baurechtlich vollkommen im grünen Bereich waren, weil die haben jetzt gesagt, ihr geht mit der Garage in den Hang rein. Ne? Wir haben so Garageneinheiten, die schieben in den Hang rein, ist ja ganz klar, ne? Sondern es soll ja nicht irgendwie so rumstehen, Carport, sondern soll quasi mit am Haus dran sein. So, das hat der Gemeinde nicht gefallen, weil wir haben so ein Hanggrundstück, ihr könnt ja mal schauen in dem Beitrag, ich habe einen ersten Beitrag dazu gemacht, wo wir das Ganze gekauft haben. Und da ist auch so zu sehen, dass diese Hanglinie ist. Ne? Um den Starnberger See herum sind die meisten Baugrundstücke eigentlich, sind in Hanglage, ne? Wenn es so ein bisschen weiter hoch geht. So, und da hat die Gemeinde damals mit der Begründung gesagt, wir stimmen dem ganzen Bauvorhaben nicht zu, weil ihr verletzt den natürlichen Hangverlauf, wenn ihr da mit der Garage reingeht. Okay, ist gar nicht so entscheidend, was die Gemeinde sagt, weil die Entscheidung trifft das dann das Landratsamt, die unterste oder die untere Baubehörde und dort wird das Ganze rechtlich angeschaut. Ne? Also da gibt es jemanden, der für Baurecht verantwortlich ist, der schaut sich das an und dann geht es so weiter. So, wie gesagt, die Gemeinde hat das Ganze dann an das Landratsamt gegeben und im gleichen Moment hat sich dann bei der bayerischen Bauordnung hat sich das Recht verändert. Da ist nämlich das Ganze so gewesen, es war damals eine Aktion vom Herrn Söder, der hat gesagt, dass die Grundstücke mehr bebaut werden können, sind die Abstandsflächen von 0,5. Einige, die sich mit dem Thema beschäftigen, werden sich auskennen, von 0,5 auf 0,4 verringert worden. Das heißt also, ich kann auch plötzlich auf meinem Grundstück, was ich habe, kann ich einen größeren Baukörper hinstellen, ne? Weil ich weniger Abstand zu den Nachbarn einhalten muss. Von 0,5 auf 0,4. So, und das war es aber noch nicht ganz. Und dann haben einige Gemeinden um den Starnberger See herum und auch in Bayern, ne, ich kann jetzt bloß für Bayern sprechen, die haben das jetzt genutzt, um ihre Satzung zu ändern. Ne? Also das Ganze ist ja nochmal, jede Gemeinde hat eine eigene Satzung, was Baurecht anbelangt und ich möchte nicht auf die Details eingehen. Die Gemeinde Berg am Starnberger See hat gesagt, naja, da ändern wir einfach mal in der Satzung die Abstandsflächen von 0,5 auf 1,0. So. Und das war natürlich für uns eine Katastrophe, weil wir konnten nicht mehr das bauen, was von der Architekt und was wir alles drumherum auch schon geplant hatten. Und also das war wirklich, das war so der Tiefpunkt von dem Ganzen. Und dann hat
die bayerische Bauordnung bzw. der bayerische Staat hat dann nachgelegt und hat dann gesagt, für bestehende Anträge rückwirkend gilt natürlich das alte Recht. Das war dann waren wir plötzlich wieder im Rennen. Dann war wieder die 0,5 von den Abstandsflächen, ne? H halbe, wer sich auskennt. Das war dann wieder gültig und wir haben dann letztendlich beim Landratsamt Starnberg haben wir diesen Bauantrag, den hatten wir ja schon da, der ist quasi erneut dann geprüft worden. So, und dann hat das Landratsamt Starnberg gesagt, also das Bauamt, das passt für uns alles so, wie das von euch und dem Architekten eingereicht wurde, was wir aber trotzdem nochmal machen. Wir fragen nochmal bei der Gemeinde Berg, fragen wir nochmal nach, ob die nach wie vor dagegen sind, ne, dass das so gebaut wird, ob die nicht doch vielleicht ein Einvernehmen geben wollen. Ne? Und dann war das Ganze so, die Gemeinde Berg hat zum zweiten Mal gesagt, nein, wir wollen das nicht, dass das so gebaut wird. Und interessanterweise kam dann sogar noch eine Begründung, das fügt sich in das Ortsbild nicht ein, das Bauvorhaben. Und ich möchte jetzt keine Details in dem Moment einblenden von dem Bauvorhaben, aber wir haben wirklich jetzt, was wir gemacht haben, auch mit WSM-Architekten, wir haben die ortsübliche Bebauung auf modern interpretiert, ne? Ich sage mal modern interpretiert, also es gibt in einigen Regionen am Starnberger See, da könnt ihr ein Flachdach bauen, also wir haben ein Satteldach, ne? Und natürlich auf modern interpretiert, ne? Also in das Jahr 2021. Und das sieht wirklich so aus wie die bestehenden Häuser. Man muss jetzt, wer sich in der Region ein bisschen auskennt, sehen, dass das also alles so noch vor 100 Jahren recht bäuerlich war um den See herum. Und was jetzt neu dazukommt, ist natürlich, sieht modern aus. Ne? Und zum zweiten Mal hat die Gemeinde Berg, also in Form auch des Bürgermeisters, die hat dann gesagt, also das fügt sich nicht ein. Und das war eigentlich gerade unser Ansatz in die ortsübliche Bebauung, dass wir uns einfügen. Ne? Sowohl optisch, ne, als auch was den Hang anbelangt und was die Umgebungsbebauung anbelangt. Weil wir hatten ja einen Paragraph 34. Und da haben wir eigentlich festgestellt, dass es überhaupt keine Rolle spielt. Ne? Also die Gemeinde lehnt grundsätzlich erstmal alles ab. Ne? Also alles, was neu ist oder überhaupt, lehnt alles ab. Das ist das, was wir festgestellt haben. Und dank des Landratsamtes Starnberg, dank der untersten Baubehörde, dürfen wir jetzt loslegen, dürfen wir bauen. Wenn es nach der Gemeinde geht, dürfen wir immer noch nicht bauen. Ne? Und da möchte ich euch jetzt Mut machen an der Stelle. Also wenn ihr mal so weit seid, wenn ihr einen Bauantrag einreicht und die Gemeinde sagt, das und das und das müsste eigentlich anders sein. Die Gemeinde wird sowieso überstimmt vom Landratsamt und von, sage ich mal, dem Baurechtler dann. Ne? Bei uns war das so, dass dann so ein Baurechtler, der das alles nochmal geprüft hat, der hat gesagt, das passt alles. Und natürlich darf die Garage in den Hang hinein. Und es gab noch einen zweiten Punkt. Wir durften keine Terrasse. Also wir haben ja so eine bestimmte Ausrichtung, ne? Und da gibt es zur Ostseite und zur Westseite die Möglichkeit, eine Terrasse zu bauen. Und da hat die Gemeinde Berg gesagt, also nee, Terrasse geht gar nicht, weil da gibt es hinten so eine äußere Baulinie und die darf nicht überschritten werden. Und da hat auch wiederum das Landratsamt gesagt, das Bauamt, natürlich dürft ihr eine Terrasse haben, weil ihr müsst ja auch irgendwie euch erholen können, in Anführungszeichen. Und was habe ich daraus gelernt? Muss ich noch dazu sagen, wir hatten einen Termin beim Bürgermeister und das hat jetzt gar nichts gebracht. Und ich habe dem Bürgermeister auch von Berg, habe ich so ein bisschen nahegebracht, was wir machen wollen. Also das Thema Nachhaltigkeit, das Thema Eigenenergieerzeugung und Verbrauch und Speicherung. Ne? Also wer mich so ein bisschen kennt, auch aus der Historie, das habe ich ja vor vielen Jahren auch schon mal gemacht am Stadtrand von München. Und der Bürgermeister, der hat im Prinzip da überhaupt gar keinen, ja, also wenn man da wirklich ein Bauvorhaben bringt, was so vielleicht ein bisschen sogar Leuchtturmcharakter haben könnte, das interessiert die null. Ne? Und da möchte ich euch auch sagen, lasst euch nicht abbringen von dem, was ihr bauen wollt. Ne? Und ich kriege es ja auch mit immer bei euch, ne? Dass es teilweise viel länger dauert, als man es geplant hat. Ja, und ich möchte euch wirklich Mut machen.
2 Dinge. Erstens, sucht euch einen guten Architekten aus der Region, wo ihr baut. Ne? Also einen sehr, sehr guten Architekten, der das Thema Baurecht kennt. Und wenn ihr was Außergewöhnliches haben wollt, im Sinne von außergewöhnlich heißt, ich füge mich in den Ort ein, auf der einen Seite, auf der anderen Seite, ich lote die Grenzen des Baurechts aus. Ne? Das ist klar. Das nehmt euch einen guten Architekten, der euch begleitet und ja, der auch die Kontakte und die Beziehungen hat. Ne? Und in dem Falle ist ja halt so, wenn ihr auf eine Gemeinde stoßt, die jetzt sagt, nee, wir wollen eigentlich gar nichts hier, ne? Sondern ihr sollt so bauen wie vor 100 Jahren. Ne? Also ich sage mal irgendwie eine Scheune, keine Ahnung, wie auch immer. Bleibt dran und geht diesen Weg mit dem Architekten, wenn es auch länger dauert. Wie bei uns in dem Falle hat es jetzt über 6 Monate gedauert. Geht mit diesem Architekten und ihr werdet sehen, ihr bekommt die Baugenehmigung. Und die Freude ist dann, sage ich mal, umso größer. Also das ist nochmal der Punkt. Einen Architekten, sucht euch einen guten Architekten. Ne? Ansonsten kann man ja bloß irgendwie einen geometrischen Grundkörper bauen und da kann man gar nichts ausloten und da kann man vielleicht auch sich nicht einfügen. Und dann noch wesentlich für mich dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben. Das ist wie in allen anderen Dingen des Lebens. Wenn einer Nein sagt, heißt das noch lange nicht Nein. So, das war kurze Zusammenfassung. Wir haben jetzt die Baugenehmigung. Wir legen jetzt los. Als nächstes kommt bei uns der Aushub. Ne? Dann das Ganze wird ja vermessen, mehrfach. Dann kommt der Rohbau. Wir begleiten euch, ich begleite euch auf diesem Wege. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Beim nächsten Mal geht es wieder weiter in die Richtung KNX. Ich freue mich auf einen Daumen. Wer uns noch nicht abonniert hat, der drückt auf das Abo, drückt die Glocke. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.